Hallo zusammen, es ist soweit. Es ist wieder Dekozeit. Heute machen wir eine Wanddekoration und zwar eine Wandleuchte im Efeu-Look. Dazu benötigen wir einen Holzservierteller. Dieser ist von Action. Dann einen Dekoteller. Dieser ist von Woolworth. Dazu einen passenden Spiegel. Hier passt IKEA sehr gut. Dann noch ein Farbspray, in der wir den Servierteller einsprühen. Ich habe mich für Schwarz-Gold entschieden. Dann natürlich, weil es Efeu-Dekoration ist, Efeu-Girlande in Grün und in Gold, eine Heißklebepistole, dann noch Leuchtmittel. Ich habe mich für dieses entschieden, das ist von Action. Und für das brauchen wir dann auch noch einen Bohrer, damit wir die Verbindung vom Kabel zum Anschalter durch den Servierteller bohren können. Als allererstes sprühen wir jetzt mal den Servierteller ein, damit der in Ruhe trocknen kann. Wenn die Farbe dann getrocknet ist, bohren wir als nächstes das Loch in den Servierteller. Wenn das Loch dann gebohrt ist, dann testen wir natürlich noch, ob das Kabel reinpasst. Wenn das alles in Ordnung ist, dann machen wir erstmal mit dem Dekoteller weiter. Hier machen wir Kleber drauf, damit der Spiegel dann auch draufgeklebt werden kann. Hier verwende ich Pattex Powerfix. Den Kleber da verteilen, wo der Spiegel aufliegt. Wenn das passiert ist, dann auch mittig im Dekoteller noch etwas Kleber verteilen. Jetzt den Spiegel in den Dekoteller einlegen und dann noch ordentlich festdrücken. So, der Pattex-Kleber hält schon sehr gut, wie ihr sehen könnt. Wir legen diesen Dekoteller jetzt beiseite und machen mit unserem Servierteller weiter. Hier kommt als nächster Arbeitsschritt die Befestigung des Leuchtmittels. Das LED-Band wird am Rand nicht zusätzlich mit Heißkleber befestigt, da der Kleber, der bereits am Band dran ist, ausreichend ist. Aber sobald man dann in das Innere vom Servierteller geht, sollte man den Heißkleber verwenden. Einfach nur, um mehr Halt da reinzubringen. Wenn das LED-Band dann zu Ende ist und aufgeklebt ist, wird dann in die Mitte des Serviertellers noch Heißkleber verteilt, damit dann auch der Dekoteller inklusive Spiegel dort drinne haften kann. Wenn ordentlich Leim aufgebracht ist, dann den Dekoteller einpassen und nochmal schön festdrücken. Jetzt kann mit der Efeu-Dekoration begonnen werden. Ich möchte das abwechselnd machen, ein grünes Blatt und ein goldenes Blatt im Wechsel. Dazu schneiden wir uns natürlich aus den Girlanden jeweils die Blätter ab. Und wenn wir genug haben, können wir dann auch mit der Heißklebepistole beginnen. So, ich starte mit Grün und mache etwas Heißkleber an den Rand des Efeublattes und drücke dann die Klebestelle an dem Tellerrand fest. Das gleiche mache ich dann auch mit dem goldenen Efeublatt, also etwas Heißkleber drauf und dann am Tellerrand andrücken. Ich klebe das etwas aufeinander und nicht direkt nebeneinander, weil ich das einfach schöner finde. Ja, und das mache ich jetzt, wie gesagt, im Wechsel bis zum Ende dieses Tellers und so sieht es jetzt aus, wenn ich fertig bin mit meinen Efeublättern. Und als nächstes brauchen wir noch eine Wandhalterung. Die Halterung jetzt möglichst mittig festmachen. Und das war es jetzt auch schon. Fertig ist die Efeu-Wandlampe. Wir testen noch mal kurz das Licht. Funktioniert alles? Dann kann sie jetzt, nachdem sie noch mal kurz abgeputzt wird, auch schon an ihren Platz an der Wand. Also, ich finde sie super schick, egal ob sie gerade an ist oder ob sie aus ist. Und wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.